Ja, herzlich willkommen zu WDT 2019, The Life in Domino, zu dem diesjährigen Domino-Event in Rheda-Wiedenbrück. Und zunächst einmal möchten wir ein paar Leute begrüßen, ohne die dieses Event nie stattgefunden hätte und bei dem wir besonders froh sind, dass Sie heute hier sind. Allen voran natürlich Sie, liebe Zuschauer, dass Sie uns dieses Jahr auch wieder die Treue halten und erneut zum Rekordversuch gekommen sind. Aber ganz wichtig auch Herr Wagner, der Konrektor des Ratsgymnasiums in Rheda-Wiedenbrück, dem wir zu verdanken haben, dass wir hier in dieser Halle sein dürfen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Außerdem ist der Bürgermeister von Rheda-Wiedenbrück, Herr Mettenborg, da. Wir haben internationale Gäste tatsächlich heute. Das holländische Team, holländische Domino-Team DDT, Dutch Domino-Team, ist auch anwesend mit 4 Vertretern. Das freut uns besonders. Außerdem haben wir auch ein TV-Studio zu Gast, 7 Studios aus London, die dieses Jahr auch dabei sind. Freut uns auch sehr. Deshalb sage ich das gleich auch nochmal in Englisch. So, hello and welcome to WDT 2019, this year's Domino event in Rheda-Wiedenbrück. I'm Jonathan, this is Lukas, my co-moderator. And we're guiding you through the show today. There are a few people without whom this event could not have taken place. This is first and foremost Mr. Wagner, the headmaster of the Ratsgymnasium in Rheda-Wiedenbrück, who provided this venue. Also the mayor of Rheda-Wiedenbrück, Theo Mettenborg. We have 4 international guests from the DDT team, the Dutch Domino team, who are with us today. Also a British TV station from Australia, 7 Studios UK, who are also there. And ja, wir freuen uns, dass Sie alle zu unserem mittlerweile 8. Rekordversuch in Rheda-Wiedenbrück gekommen sind und möchten uns dafür ganz herzlich bedanken. Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie alle erschienen sind. Ja, widmen wir uns langsam mal den Dominos und lassen die Formalitäten hinter uns. Also wir möchten natürlich erstmal Ihnen einen kleinen Überblick verschaffen, was ist in den letzten Jahren passiert. Ich denke, einige von Ihnen waren auch schon in den vergangenen Jahren anwesend. Wir haben ein kleines Video vorbereitet, wo wir eine kleine Zeitreise machen, uns die vergangenen Veranstaltungen anschauen und nach dem Video schauen wir uns dann an, was wir dieses Jahr auf die Beine gestellt haben.
Ja, Sie haben ja gerade eben gesehen, die Steinezahl hat sich von Veranstaltung zu Veranstaltung, von Jahr zu Jahr immer weiter erhöht. Und natürlich konnten wir dieses Jahr auch kein Event veranstalten, ohne unsere Steinezahl noch weiter zu steigern. Letztes Jahr wurden 90.000 Steine aufgebaut und dieses Jahr haben wir es das erste Mal geschafft, die 100.000 Marke zu brechen. Aufgebaut wurden 105.501 Dominostein. Und wir hoffen natürlich auch, dass am Ende auch wirklich so viele Steine fallen, dass wir als Endergebnis wirklich die sechsstellige Zahl dann stehen haben. Also müssen wir nachher ganz dick die Daumen drücken, dass alles planmäßig funktioniert. Ja, wie ich vorhin schon in der Einleitung gesagt habe, möchten wir uns ganz herzlich dafür bedanken, dass wir in dieser Halle bauen dürfen. Dieses Dank geht vor allem an Herr Wagner. Und als Dankeschön dafür darf er gleich tatsächlich auch den ersten Stein umwerfen. Und ich nehme mal an, Herr Wagner möchte sicher auch ein paar Worte an Sie richten. Also würde ich Sie einfach kurz nach vorne bitten. Herzlichen Dank. Ja, von meiner Seite auch nochmal ganz herzlichen und wunderschönen guten Morgen. Traumhaftes Wetter haben wir. Insofern steht dem Erfolg gleich nichts im Wege. Freue mich, dass wir zum 7. Mal Johannes und seinem Team hier die Möglichkeit geben, in unserer Turnhalle den Domino Day für Wiedenbrück aufzubauen. Mit 13.200 Schieß mich haben wir angefangen. Ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren, Johannes, wir darüber gesprochen haben, dass die 100.000 irgendwann fallen müssen. Zwischendurch scheiterte es zum Teil an finanziellen Möglichkeiten, dann am Team. Aber jetzt sind wir endlich bei den 100.000. Insofern, ich habe mich nochmal klug gelesen, irgendwas in ein paar Millionen, Milliarden müssten wir noch hinkommen, sodass dann nicht nur der liebgewonnene englische Sender bei uns hier ist, sondern vielleicht auch die gesamte Welt uns zuschaut. Das Leben in Domino, die Frage ist, ob wir das überhaupt wollen, dass unser Leben so wie eine Kettenreaktion, wie eine Dominoreaktion stattfindet. Letztendlich nur durch massives Eingreifen von außen kann da etwas verändert werden. Verlockend klingt vielleicht anders. Auf der anderen Seite, wenn ich gut gebaut habe, kann ich mir sicher sein, dass es am Ende auch so rauskommt, wie es geplant ist. Gleichzeitig kann die ganze Sache auch nur funktionieren, wenn man im Team baut. Das habt ihr die Jahre über hinweg bewiesen. Ihr seid ein tolles Team, nur im Team geht's. Ich glaube, aus ganz Deutschland, Österreich sind nur Deutschland diesmal. Letztes Jahr war Österreich dabei. Auch nicht? War nicht ein Österreicher mal dabei? Dann habe ich irgendjemanden gehört, der so klang wie ein Österreicher. Kann es funktionieren, aber man macht sich natürlich auch nicht einfach. Man hätte ja auch eine große, lange Linie bauen können. Es soll ja auch Spaß machen. Insofern schauen wir mal, was da passiert. Das Leben in Domino ist eigentlich das Anstoßen das Wichtige oder die Impulsweitergabe? Also ist das Entscheidende, wer den Impuls gibt oder wer den Impuls weitergibt? Sollen wir also erst geben oder sollen wir erst nehmen? Als Schule sei mir gestattet, darüber so ein bisschen sich Gedanken zu machen. Letztendlich funktioniert es ja wohl offensichtlich nur, wenn wir zuerst geben und dann nehmen. Also nicht darauf warten, dass wir nehmen, sondern wir sollten schon auch anfangen zu geben und nur wenn ich gebe, kann ich danach dann auch nehmen. Dieser kleine Exkurs sei gestattet. Jetzt ist es aber wichtig, dass die Aktion ein Erfolg wird. In diesem Team kann es nur ein Erfolg werden. 100.000 in diesem Jahr, Johannes, und auch der Rest im nächsten Jahr, wenn wir uns so steigern, exponentiell, sind wir 150? Wenn es möglich ist. An der Halle soll es nicht scheitern. Also noch sehe ich Kapazitäten bei uns in der Halle. Also ich freue mich noch auf viele Dominoeffekte in den nächsten Jahren. Knapp 20 Jahre bin ich noch dabei. Also insofern habt ihr noch ein bisschen Zeit und Luft nach oben. Ich freue mich und bedanke mich. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank nochmal für die Worte und wir sind uns sicher, Sie werden es auch dieses Jahr erneut schaffen, den ersten Impuls zu setzen und dann können wir auch nehmen, anstatt immer nur zu geben. Okay, gut, kommen wir jetzt zum diesjährigen Projekt. Wir haben wieder ein kleines Video vorbereitet, in dem wir ein bisschen die Vorbereitung darstellen, weil man kann sich schon denken, so ein Projekt lässt sich nicht einfach in einer Woche realisieren. Es sind wahnsinnig viele Planungsschritte notwendig. Alles muss detailliert geplant werden, Pläne müssen erstellt werden, Steine müssen eventuell neu besorgt werden. Also es ist eine ganze Menge von Schritten im Vorhinein noch notwendig und dazu haben wir einen kleinen Überblick vorbereitet, um einen Eindruck zu vermitteln, was alles dazugehört.
Ja, nun, da Sie die Vorbereitungen aus dem Vorfeld ein bisschen gesehen haben, inklusive des Zeitraffers der letzten 3 Tage, in denen wir hier in der Halle waren, möchten wir Ihnen nun das Projekt dieses Jahres vorstellen und damit Sie wissen, wo Sie überhaupt hingucken müssen bei den ganzen Steinen, einmal durch den Parcours führen. Ganz vorne links, vor der Wippe, steht der erste Stein, den wird Herr Wagner dann umstoßen. Und das Thema ist, wie gesagt, das Leben in Domino, the life in Domino. Und entsprechend fangen wir natürlich an mit der Schwangerschaft, einem Kleinkind, das unter einem Mobile liegt. Und dieses Kleinkind hat auch einen Teddybären. Den haben wir in dieser Mauer hier rechts dargestellt. Weiterhin einige typische Spielzeuge und Utensilien aus dem Kleinkindalter. Eine Flasche, ein Schnuller und eine Rassel. Das Kind wird langsam größer und geht auf den Spielplatz, spielt mit Altersgenossen. Wir haben dargestellt eine Wippe, auf der 2 Kinder sitzen. Und irgendwann im Alter von 6 Jahren folgt die Einschulung mit dem ersten Schultag, das grüne Bild links. Das ist gerade noch etwas schlecht zu erkennen, aber ich verspreche es, nachdem es umgefallen ist, kann man es besser lesen. Ja, außerdem lernt es ungefähr in dem Alter auch das Fahrradfahren und erkundet ein bisschen die Umgebung und das ist mit dem Fahrrad vorne in der Mitte dargestellt. Ja, jetzt haben Sie sich vielleicht schon gefragt, da sind so viele Bilder. Woher wissen wir eigentlich, wie man die Steine stellt, in welcher Reihenfolge und wo gehört welcher Stein hin? Dazu ein kurzer Einspieler, in dem der Planungsprozess ein bisschen erklärt wird. Ja, wie bereits gerade in der Show erwähnt, plane ich die ganzen Projekte, die Sie gerade vor sich sehen. Denn diese werden schon Monate vorher geplant und nicht erst beim Aufbauen in der Halle. Die Projekte plane ich bereits seit dem allerersten WDT, also seit 2012. Und wenn ich so zurückdenke, fällt mir schon auf, dass sich da einiges geändert hat. Aber damals war auch alles noch ein bisschen kleiner und ja, dann habe ich auch ein bisschen umstrukturierter. Bei der Planung ist der Anfang immer gleich. Und zwar setzen wir uns im Team zusammen und überlegen uns ein Thema und dazugehörige Motive, die wir bauen können. Haben uns dann für ein Projekt entschieden, dann werden die ganzen einzelnen Projekte geplant. Doch das Plan der einzelnen Projekte hat sich mit der Zeit ganz schön verändert. Am Anfang habe ich noch jedes Projekt in Excel geplant und dort jeden Stein einzeln auszählen müssen. Doch vor 3 Jahren habe ich mich mit Jonathan zusammengetan und wir haben zusammen einen Domino-Planer geschrieben. Mit diesem ist es nun möglich, dass wir einfach ein Bild nehmen können, dieses dort einfügen können und uns einen Domino-Plan erstellen können und diesen dann Stein für Stein genau bearbeiten können, um genau zu sagen, welcher Stein nun welche Farbe haben soll. Wie diese Planung abläuft, möchte ich nun an dem Beispiel mit dem Jungen der Schultüte zeigen, was bereits aufgebaut vor Ihnen stehen müsste. Dieses Bild soll nun die Vorlage des Dominofelds sein. Dies können wir nun einfach in den Planer einfügen und mit einigen weiteren Einstellungen noch konfigurieren. Wenn mir dies soweit gefällt, habe ich die Möglichkeit, noch den Plan genauer zu bearbeiten. Hier kann ich nun jeden Stein einzeln markieren und die Farbe ändern. Ja, und wenn ich dann mit den Plänen soweit fertig bin, dann kann ich die alle exportieren und Marco zukommen lassen, damit dieser aus den ganzen Plänen dann einen Masterplan erstellt, damit wir dann nämlich hinterher in der Halle wissen, wo welches Projekt, also wie jedes Feld oder jede Wall, genau zentimetergenau hinkommt und wir nun genau so bauen können. Genau, dann gehen wir direkt im Masterplan mal weiter. Wir waren zuletzt beim Jungen stehen geblieben, der das Fahrradfahren gelernt hat und langsam wird das Kind immer älter, beginnt Sport zu treiben, Fußball zu spielen, Basketball zu spielen, auf den Sportplatz zu gehen. Deswegen haben wir hier einen Fußball und einen Basketball aufgebaut, was hoffentlich einen sehr schönen Effekt geben wird. Es wird von innen nach außen fallen. Und natürlich, je älter wir werden, irgendwann wollen wir auch die digitale Welt erforschen. Deswegen haben wir ein Smartphone, eine Spielekonsole und einen Fernseher dargestellt. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, gerade in diesem Alter, das Feiern gehen. Deswegen hinter dem Fernseher, das werden Sie gleich sehen, nachdem der Fernseher gefallen ist, haben wir eine Disco-Szene dargestellt mit der Disco-Kugel, die den Raum erhält. Und natürlich, was gehört dazu? Die Jugendliebe, mit der man feiern gehen kann, mit der man zu Hause Nachmittage verbringen kann, mit der man Unternehmungen machen kann. Das haben wir hier dargestellt. Aber natürlich, neben allen schönen Dingen, die man erlebt, muss man natürlich auch das Arbeiten im Hinterkopf behalten. Deswegen haben wir hier eine Reihe von Büchern und einen Schulabschluss, einen College-Abschluss dargestellt. Und ja, damit kommen wir gleich zum dritten Teil. Aber bevor wir soweit sind, möchte ich noch ein weiteres Video ankündigen. Und zwar, wir haben jetzt im Zeitraffer ein bisschen gesehen, wie die Projekte erstellt werden. Aber das Ganze drumherum, wie sieht so ein typischer Tagesablauf bei uns aus, wann müssen wir in die Halle, wie lange bauen wir pro Tag, das wird sich alles jetzt im folgenden Video erklären.
Wir zeigen Ihnen mal, wie ein typischer Tag bei WLT aussieht. Gerade haben wir schon gefrühstückt und machen uns jetzt auf den Weg in die Halle. Wir sind gerade in der Halle angekommen und fangen jetzt gleich erstmal an zu bauen. Gestern haben wir ein bisschen länger gemacht, da haben wir ungefähr 11 Stunden gebaut, haben dafür ordentlich was geschafft und heute gucken wir, dass wir dann schon mal einen Großteil des Projekts fertig bekommen, sodass wir dann am letzten Bautag noch die letzten Sachen fertig bekommen und einige Sachen ausbessern. Aber bevor wir morgens anfangen, überlegen wir erstmal, wer welche Aufgaben übernimmt, damit wir uns nicht gegenseitig im Weg rumstehen und wir sinnvoll bauen können. Dafür haben wir so einen Plan und hier erstmal zu gucken, was wir zuerst machen. Da eine Brücke die Optik des Herzens etwas zerstören würde, haben wir uns hier etwas Neues überlegt. Und zwar arbeiten wir in einem Draht. Nachdem das Herz in der roten Linie hier jetzt gefallen ist, wird das Feld in der Mitte ausgelöst. Danach wird eine grüne Linie von hier wieder außerhalb des Feldes weiter. Um das zu ermöglichen, führt dieser Draht hier nach außen. Er stößt hier diese Linie an und führt dann die Kettenreaktion im ganzen Projekt weiter. Ja, uns ist hier beim Bauen gerade ein kleines Problem aufgefallen, und zwar haben wir in unserem Plan einen kleinen Fehler gemacht, indem wir da eine falsche Farbe eingeplant haben. Das ist jetzt uns gerade aufgefallen. Da wir die Steine Stein für Stein genau verplant haben, müssen wir darauf achten, dass wir auch alles genau in den richtigen Farben aufbauen. Und hier haben wir jetzt die Ringe bei unserem Hochzeitsprojekt leider in schwarz statt in gelb gebaut. Und so müssen wir diese leider jetzt abreißen und dann wieder neu bauen. So, wir haben jetzt bis zum Mittag schon 10.000 Steine aufgebaut. Das reicht uns erstmal. Jetzt geben wir uns erstmal ein bisschen stärken an die frische Luft und essen etwas. Und dann geht es gleich in voller Frische wieder weiter. Ich werde jetzt einen Fußball bauen, den Sie wahrscheinlich auch schon gerade vor sich sehen. Bei normalen Feldern kann man einfach Reihe an Reihe bauen. Das ist mit einem Plan recht einfach. Bei dem Fußball wird es hier etwas schwieriger, weil das Ganze ein Kreis ist und nicht so ein festes Muster wie ein Feld hat. Um es etwas zu vereinfachen, haben wir uns hier einen Beamer genommen, der den Plan, der von Johannes erstellt wurde, direkt auf den Boden projiziert. So kann man dann Stein für Stein genau sehen, welcher Stein wohin muss. Nach 7 erfolgreichen Arbeitsstunden gehen wir jetzt erstmal Abendessen, um uns etwas zu stärken und um dann gegen 8 Uhr wieder zu kommen. Unser Tagespensum haben wir heute noch nicht ganz geschafft, von daher müssen wir gleich noch ein bisschen weiterbauen. Um das Endfeld, was Sie gerade rechts vor sich sehen, effektvoll umzustoßen, haben wir uns hier etwas Besonderes überlegt. Und zwar wird es nicht so, wie die meisten anderen Felder in der Halle, von oben nach unten Reihe für Reihe umfallen, sondern in einer recht willkürlichen Reihenfolge. Um das zu ermöglichen, werde ich gleich die Anti-Steuerung bauen. Gucken wir doch dabei einfach mal zu. Wir haben heute insgesamt 33.000 Steine aufgebaut. Das reicht für uns erstmal. Und ehrlich gesagt bin ich auch ziemlich müde, von daher gehen wir jetzt erstmal zurück zur Wohnung, schlafen eine Runde und bauen morgen den Rest des Projekts fertig. So, wir waren beim Uni-Abschluss stehen geblieben und entsprechend begibt sich das Leben, das wir gerade verfolgen, ins Erwachsenenalter. Wir fangen an mit einem Auto, der Mann oder die Frau, die wir hier verfolgen, fährt mit dem Auto zur Arbeit, und ein paar Gegenstände aus der Arbeitswelt sind dargestellt. Ein Laptop, eine Aktentasche und ein Hammer. Und irgendwann wird er natürlich auch sein erstes Geld verdienen, und das fällt dann hoffentlich aus dieser Holzkonstruktion da rechts heraus. Ein wichtiger Baustein natürlich auch im Erwachsenenalter für sehr, sehr viele ist die Hochzeit. Die ist dort mit den 2 gelben Ringen dargestellt und mit einer Kirche und der Hochzeitstorte. An der Stelle würde sich jetzt sozusagen der Kreislauf eigentlich vielleicht wiederholen, aber wir wollen das Ganze jetzt nicht nochmal neu aufbauen und wieder umstoßen. Das würde ein bisschen dauern und das wäre für Sie ein bisschen langweilig. Von daher stellen wir einfach noch 2 Szenen aus dem Erwachsenenalter dar, nämlich eine Reise. Viele reisen ja, wenn sie dann vielleicht auch selber eine Familie haben, viel. Dort ist ein Flugzeug dargestellt. Was man jetzt noch nicht erkennt, dahinter ist noch eine Weltkarte, die in einem spektakulären Effekt diese Holzkonstruktion herunterputzeln wird.
Und irgendwann ist auch dieses Leben zu Ende. Damit schließt sich ja ein bisschen der Kreis zu letztem Jahr, wo wir den König der Löwen mit dem ewigen Kreis aufgebaut haben. Und wir haben noch einen Friedhof als letzten Baustein des Projekts dargestellt. Und zu guter Letzt, was gerade eben im Video ja schon gezeigt wurde, unser großes Endfeld, WDT 2019, The Life in Domino. Und ja, so als Orientierung in diesem Feld sind mehr weiße Steine verbaut als im allerersten WDT hier in dieser Halle. So, damit haben wir jetzt eigentlich alles erklärt. Jetzt müssen wir noch ein paar letzte Vorbereitungen treffen, ein paar letzte Sperren ausbauen, die Kameras aufstellen. Dazu bitten wir Sie kurz um Ruhe. Kurzen Hinweis noch für den Falldown. Der wird hochgeladen auf Jojos Kanal. Das Video kommt nächste Woche. Das wird dann auch hier in den Lokalzeitungen geteilt. Und von daher müssen Sie, also Sie können gerne filmen, ist kein Problem, aber bitte nicht mit Blitz, weil es sieht dann auf den Kameras nicht so gut aus, und halt Handys auf leise, weil Klingeln nervt. Also wir machen jetzt noch die letzten Vorbereitungen, schalten die Kameras ein. Das dauert wahrscheinlich so knappe 5 Minuten und dann geht's los. 1, los!
Gut, wir haben alles ausgezählt, ging ja relativ schnell, da doch das allermeiste gefallen ist. Und wir haben tatsächlich auch ursprünglich etwas mehr als 105.501 Stein aufgebaut, sodass jetzt auch das Endresultat tatsächlich höher ist als diese Zahl. Und die genaue Zahl lautet 108.851 Steine. Vielen Dank. Ja, dann auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei diesem sehr schönen Wetter heute den Weg hier in die kühle Turnhalle in Wiedenbrück gefunden haben. Und wir bedanken uns, dass Sie hier waren und würden uns natürlich auch freuen, Sie nächstes Jahr wieder hier begrüßen zu können. Dieses Jahr haben wir die 100.000 geknackt. Mal sehen, was es nächstes Jahr zu bestaunen gibt. Wir sind bereit. Und jetzt ganz zum Schluss noch der Hinweis, Sie können gerne rumgehen, Fotos machen, sich das Projekt anschauen, aber am besten alles so liegen lassen. Nicht irgendwie in den Steinen baden oder so, weil das macht dann das Aufräumen schwieriger, okay? Also das wäre total nett, aber die Kinder dürfen sich, und die Erwachsenen natürlich auch, aber die Kinder dürfen sich ganz besonders gerne alles angucken und drin rumgehen. Ja, und dann ansonsten wünschen wir Ihnen noch einen schönen restlichen Sonntag und hoffentlich bis nächstes Jahr.